sind auch dort Achso, ja. Hast du das an? Begeben. Sicherheitshinweis. Ja, wo bleibt der Sicherheitshinweis? Schwimmen lassen wir ihn unter den Sitzen. Genau. Wann kaputt? Ach, Rollmaschine. Wolf. Die gibt's noch? Ja klar, die sind die werden aber von Amis gekauft. Das war's jetzt. So, Waffenschau beendet. Das hört sich jetzt auch nach MTU an. Ein bisschen mehr Bassdruck. Wolf fährt ein Wolf. Jetzt schickt sie uns die ganzen Kinder. Oder den Leopard. Was hast du da? Du hast dich, ich hab mich geweckt und du hast dich gezogen. Hast du doch? Jetzt? Was sieht denn das? In der nächsten Stunde präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt aus dem Gefecht der verbundenen Kräfte der Panzerbrigade 21. Um Ihre Sicht auf das Gefechtsbild nicht einzuschränken, wird bei der folgenden Vorführung auf die Darstellung von Nebel und Rauch verzichtet. Da Manövermunition zum Einsatz kommt, bitten wir Sie, Ihren ausgegebenen Gehörschutz jetzt einzusetzen. Kinder unter 4 Jahren sollten einen Sicherheitsabstand von 100 Metern zur Absperrung einhalten, da der ausgegebene Gehörschutz nicht für deren Gehörgang geeignet ist. 100 Meter zur Absperrung? Wo sollen die hinstellen? Hinten auf dem Dach oder? Nehmen Sie einen der beiden Gehörschutzstopfen zwischen Daumen und Zeigefinger und formen Sie einen konischen Kegel. Greifen Sie jetzt über den Kopf und ziehen Sie Ihr Ohr nach oben. Füllen Sie nun in den gewaltigen Hörgang mit dem Gehörstopfen mit der Spitzenseite voran ein. Wiederholen Sie bitte diesen Vorgang auf der anderen Seite. Die Umgebung sollte sich nun etwas stumpf anhören. Personen, die noch keinen Gehörschutz haben, wenden sich jetzt bitte an einen Sicherheitspost. Stumpf, was der einfach sagt, ne? Sicherheitshinweis. Bitte bleiben Sie während der Vorführung er geht ja nach der Bundeswehr vor. und beachten Sie die Anweisungen der Sicherheitsposten mit Warnliste. Runterziehen, Sollten Sie oder eine Person einer so persönliche rumgreifen oder mit einer Hand wenden Sie sich einführen. bitte umgehend an Da einen kriege ich ja meine Finger aus dem Ohr nicht mehr raus. In der Absperrung befinden sich 5 Notausgänge, die im Notfall durch die Sicherheitsposten geöffnet werden. Ja, fährt an der Panther durch. Wir weisen Sie nun in das Gelände ein.
Das vor Ihnen befindliche Gelände ist gekennzeichnet durch mehrere Stellungen für Gefechtsfahrzeuge, welche durch Erhöhungen mit Tarnnetzen dargestellt werden. Die ausgelegten Panzerplatten mit blauem Klebeband stellen einen Fluss dar. Hügel sind aus Rindenmulch geformte Erhöhungen, die in der Realität an dem gezeigten Maß ein Vielfaches übersteigen. Die Feindarstellung wird durch Klappverlangen gewährleistet. Diese sind Bestandteil des normalen Übungsbetriebs, wie auf unserem Truppenübungsplatz Senne. Die räumliche Nähe zu diesem ist von unschätzbarem Vorteil, da wir hier regelmäßig unsere Schlagkraft und Schnelligkeit in diversen Übungsfarben unter Beweis stellen. Auch die dargestellten Häuser sind Bestandteil des hiesigen Übungsbetriebs. Das Panzerbataillon 203 hat den Auftrag, in die Panzerbrigade 21 in einem Angriff vorzustellen. In Wirklichkeit spielt sich das Szenario über mehrere Kilometer Tiefe und Breite sowie über einen Zeitraum von mehr als einem Tag ab. Es werden nur einzelne Fahrzeuge und Ausschnitte präsentiert. Die wirkliche Anzahl der im Gefecht verbotener Kräfte beteiligten Fahrzeuge kann die hier gezeigte Anzahl um ein 100-faches übersteigen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Im Angriff der Brigade voraus hat der Brigadekommandeur die Spähkräfte der Heeresaufklärungsgruppe angesetzt. Diese sollen im Angriff der Brigade voraus Kräfte aufhalten. Zuzüglich hat dieser Spähtrupp den Auftrag, die Befahrbarkeit der Brücke über den Fluss zu prüfen und dabei festzustellen, ob die Gefechtsfahrzeuge der Panzerbrigade 21 über diese Brücke angreifen können, da diese auf der Angriffsachse der Brigade liegt und für die Gefechtsführung des Brigadekommandeurs entscheidend ist. Ist die Musik aus der YouTube-Werbung genommen oder was? Sie sehen, wie der Spähtrupp, dargestellt durch 2 Spähwagen-Fennig, seinen ersten Beobachtungshalt bezieht, um einen Blick auf die Brücke sowie die dahinterliegende Ortschaft zu erlangen. Schnellste und wendigste Aufklärungsfahrzeug der Bundeswehr. Ausgerüstet mit modernsten Beobachtungsmitteln beträgt seine Gefechtsmasse 12 Tonnen. Er fährt 120 km/h schnell und ist in der Lage, sich selbst im schwierigsten, auch unwegbarem Gelände zu bewegen. Dabei operiert er nahezu geräuschlos und ist aufgrund seiner flachen Silhouette hervorragend vor gegnerischen Kräften getarnt. Bewaffnet ist der Spähwagen wahlweise mit einer 40 mm Granatmaschinenwaffe oder einem Maschinengewehr. Die Waffenanlage lässt sich um 360 Grad drehen und erlaubt es so der Besatzung, sich rundum zu verteidigen. Die spezielle Panzerung schützt vor Handfeuerwaffen, Minen und Sprengfallen, um im Ernstfall für seine dreiköpfige Besatzung den besten Schutz zu gewährleisten. Der Einsatz von neuartiger Motorentechnologie erlaubt dem gepanzerten Spähwagen eine Reichweite von 1000 Kilometern. Dank dieser Reichweite ist es einem Spähtrupp, bestehend aus 2 Spähwagen-Fennig, möglich, in einer Tiefe von bis zu 70 Kilometern vor den eigenen Kräften 3 Tage lang autark zu operieren. Eine hochmoderne Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, kurz BAA, stellt das Herzstück des Gefechtsfahrzeugs dar. Tag und Nacht einsetzbar beinhaltet dies eine hochauflösende Tagsichtkamera oder Wärmebildkamera sowie ein Laserentfernungsmesser. Brigade hier Spähtrupp. Aufklärungsziel 1 erreicht. Brücke südlich Ortschaft durch Panzerabwehrrichtlinie gesperrt. Beobachte weiter in Richtung Ortschaft kommen. Sehen Sie nun, wie eine Schützengruppe in der Ortschaft in Stellung geht. Die Fennig wurden durch diese feindlichen Schützen aus der Ortschaft nördlich des Flusses aufgeklärt. Sie eröffnen mit einem Maschinengewehr sofort das Feuer auf den Spähtrupp.
Der Spätruck erwidert mit seinem Bordmaschinengewehr sofort das Feuer. Anschließend weicht der Spätruck unter gegenseitiger Überwachung aus. Hierzu steht dem Kraftfahrer eine moderne Rückfahrkamera zur Verfügung. Sein Folgeauftrag zur Aufklärung wird er nun auf einer anderen Angriffsachse der Brigade fortsetzen. Warum wir den Krieg verloren haben. Zeitsprung. Die Brigade gleich. Voll eingesetzt ist das Panzerbataillon 203. Der Bataillonskommandeur hat eine Stunde seinem Angriff voraus seine bataillonseigene Gefechtsaufklärung angesetzt. Sie sehen jetzt, wie die beiden Aufklärungsgruppen vom Aufklärungs- und Verbindungszug mit ihren beiden Wölfen den ersten Beobachtungshalt beziehen. Die Besatzung besteht aus jeweils 4 Soldaten, deren Bewaffnung ist das Sturmgewehr G36 sowie eine Panzerfaust 3 pro Gruppe. Weiterhin hat der Aufklärungs- und Verbindungszug eine Verbindungsgruppe sowie eine Erkundungsgruppe. Jede Gruppe kann allerdings untereinander jederzeit jeden Auftrag wahrnehmen und ausgetauscht oder verstärkt werden. Der Aufklärungs- und Verbindungszug ist für den Bataillonskommandeur die einzige bodengebundene Spähaufklärung, die ihm jederzeit zur Verfügung steht. Die Aufklärungstiefe der Aufklärungsgruppen sind maximal 5 Kilometer den Spitzen des Bataillons voraus. Ausgestattet sind die Fahrzeuge mit dem Funkgerät SM-80-90 und die abgesessenen Kräfte mit dem SM-52-SL. Durch diese Funkausstattung ist es dem Aufklärungs- und Verbindungszug jederzeit möglich, Verbindung nicht nur mit dem Bataillon zu halten, sondern auch mit den einzelnen Kompanien. Zusätzlich für den Einsatz bei eingeschränkter Sicht, zum Beispiel bei Nacht, hat jeder Soldat das Nachtsichtmittel Lucy zur Verfügung. Überlebensfähig, ohne weitere Aufnahme von weiterer Munition sowie Betriebsstoff ist der Aufklärungs- und Verbindungszug für maximal 48 Stunden. Nördlich der Ortschaft lädt der AVZ 2 feindliche Schützenpanzer in Stellung auf, die jetzt am Horizont aufklappen. Bataillon hier Feindmeldung. 1000 nördlich Ortschaft, feindliche Schützenpanzer in Stellung. Alles ein Bataillon verstanden. Auftrag für Sie, ausweichen und weiter dem Angriff voraus in der rechten Flanke aufklären. Kommen. Bataillon hier verstanden. Wir weichen auf. Nachdem der Spätruck der Brigade bereits die feindlichen Schützen in der Ortschaft aufgeklärt hatte, konnte die Aufklärungsgruppe des Panzerbataillons 203 nördlich der Ortschaft das Großschützenpanzer aufwerten. Das Lagebild des Bataillons ist damit verdichtet und der Angriff kann gnadenlos beginnen. Die beiden Wölfe der Aufklärungsgruppe führen jetzt den Aufklärungsauftrag im Bataillon im Angriff voraus in der Tiefe des Raums weiter durch. Dazu weichen sie aus und klären in der rechten Flanke des Bataillons weiter auf. 60 Minuten hinter den Aufklärungskräften des Panzerbataillons greifen die Spitzen der vorn eingesetzten Panzerkompanie an. Diese besteht aus 14 Kampfpanzern Leopard 2. Die Spitzenkräfte werden durch 2 Kampfpanzer Leopard 2A6 dargestellt.
Der Kampfpanzer Leopard 2 ist das Hauptwaffensystem der Panzertruppe. Mit ca. 120 mm Knallkanone, seinem Bordmaschinengewehr sowie seinem Fliegerabwehrmaschinengewehr ist er in der Lage, gepanzerte und ungepanzerte Feindkräfte bis zu einer Entfernung von 3500 Metern zu bekämpfen. Sein 1500 PS-Motor befähigt es, bei schwerem Gelände windig und durchsetzungsfähig zu bleiben. Voll nachkampffähig und mit einer ABC-Schutz- und Belüftungsanlage ausgerüstet, ermöglicht dies der vierköpfigen Besatzung der Leopard 2 nachts und selbst in kontaminiertem Gebiet einzusetzen. Sehen Sie nun, wie am Horizont eine feindliche Schützenpanzer in Stellung geht. Körper 2, 1040 Ortschaft, ein feindlicher Schützenpanzer in Stellung aufgeklärt. Kampfpanzer 1, verstanden. Meine Absicht, diese Vorwürfe zu vernichten. Kampfpanzer 2, fertig. Wieder 1, ich zähle. 3, 2, 1, Feuer! Die Kampfpanzer hat der nördliche Ortschaft einen durch die Aufklärungsgruppe bereits identifizierten Schützenpanzer auf. Die Kampfpanzer öffnen das Feuer und vernichten diesen im vollen Laufbahn. Alles so verstanden, Überwacher. Die Fahne Cola mitbekommen, das sind die Videos. Ohne mit der Tür. Der Waffenträger Diesel ist mit seinem 3 Tonnen Gefechtsgewicht luftverladbar und dank seiner geringen Größe und Motorisierung auch wendig und gelängeregend. Mit seiner 20 mm Maschinenkanone kann er ungepanzerte Ziele bis 2000 Meter Entfernung bekämpfen. Das Panzerabwehrsystem kann schwer gepanzerte Ziele bis 3750 Meter Entfernung bekämpfen. Zur Annäherung an den Fluss nutzen die Jäger das neue Transportkampffahrzeug, kurz GTK Boxer. Mit seinem fast 8 Meter Länge und 34 Tonnen Gewicht wird er vom 8-Zylinder-Motor mit 720 PS angetrieben und auf bis zu 100 km/h beschleunigt. Bewaffnet mit entweder einem Schwermaschinengewehr oder einer Granatmaschinenwaffe ist er für die Selbstverteidigung im Nahbereich bestens ausgerüstet, während seine Panzerung die Besatzung vor den Feuergängen der Handwaffen schützt. In der letzten Deckung vor dem Jägerfluss sitzen die Jäger ab. Der Hauptauftrag der Jägertruppe ist der Kampf im bewaldeten sowie urbanen Gelände. In der Ausbildung zum Jäger lernt der Soldat, die unterschiedlichen Geländeformen angepasst zu verhalten und ihre Eigenheiten zu seinem Vorteil zu nutzen. Doch nicht nur das Verhalten im Gelände und der Umgang mit den Waffen seiner Truppengattung gehören zur Ausbildung zum Jäger. Auch die professionelle Erstversorgung Verwundeter oder die Zusammenarbeit mit Helikoptern als Transportmittel gehören zum Fähigkeitsprofil der Jägertruppe.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Beruf des Soldaten in der Jägertruppe überaus fordernd, aber auch abwechslungsreich und interessant ist. Die Jägertruppe vereint modernste Technik, eine hochwertige Ausbildung und Jahrhunderte infanteristische Erfahrung, was die Jäger zu einer schlagkräftigen Truppengattung macht. Der Angriff der Jäger wird durch das Joint Fire Support Team des Jägerbataillons mit Mörserfeuer unterstützt. Sehen Sie dazu die Mörsereinschläge in der Ortschaft. Die erste Jägergruppe greift durch eine Furt in der Ortschaft an. Der dort befindliche Feind führt die Jäger schnell mit Handwaffen und Überwachung der Wiese niederlegen. Die GTK-Boxer beziehen nach dem Absetzen der Jäger den Feind. Jägergruppe 1, Ortschaft, Teil 3, markieren eigene. Vorerkannt, greifen beide an, Ende. Die Jägergruppe 2 öffnet und unterstützt die Kräfte der Jägergruppe mit Hilfe von Sprengladungen schnell auf der Brücke. Anschließend greifen sie den Fluss weiter ab. Nun ist die Route auch für die Gefechtsfahrzeuge der Panzerbrigade 21 wieder gangbar. Die Jägergruppe 2 ist Sicherung des Uferschnitts an Stellung der Ortschaft. Nachdem die Jäger die Ortschaft und das Gelände auf der Nordseite des Flussufers genommen haben und die Wiese weiterhin in die Tiefe des Raumes nördlich des Flusses beobachten und wirken können, wird parallel zur Öffnung der Sperre auf der Brücke eine Kriegsroute vorbereitet. Für den weiteren Angriff über den Fluss bereitet das Panzerpionierbataillon 1 die Böschung für die Panzerschnellbrücke mit Hilfe des Pionierpanzers DAX vor. Dieser schafft die Auflage zur Vorbereitung des Einsatzes des Brückenlegepanzers Wieder.
seinem Räumschild bewegt er 270 Kubikmeter die Stunde und kann so eine Panzerstellung schieben. Sein Teleskoparm mit Löffel hebt maximal 7,8 Tonnen und räumt damit so manches Hindernis aus dem Weg. Der mit 3 Mann besetzte Panzer hat zusätzlich noch eine Seilwinde, um andere Panzer zu bergen, sowie eine elektrische Schweißausrüstung für Metallarbeiten an Bord. Keine, da war deine Busen, das quietscht noch ein bisschen. Der mit 2 Mann besetzte Bodenlegepanzer Lieber hat ein Gewicht von 45 Tonnen ohne die Brücke, welches mehrerseits 10 Tonnen wiegt. Mit ihr kann der Panzer Hindernisse von 20 Metern überbrücken. Sollte der zu überwindende Einschnitt größer sein, können maximal 3 Bodenüberlappen verlegt werden, um Einschnitte bis zu 45 Metern zu überwinden. Zudem lässt sich die Brücke als Rampe für Bahnverlagerung einsetzen, sowie zur Verstärkung beschädigter Brücken. Dazu weist der Kommandant des Bielers die Panzergrenadiere in die geschaffene Übergangsstelle ein.
Panzers durch ihre hohe Flexibilität im Wechsel der Kampfweise sowie dem daraus resultierenden auf- und abgesessenen Kampf aus. Das Panzergrenadierbataillon 212 ist mit dem Schützenpanzer Marder 103 ausgestattet. Dieser wird von einem 6-Zylinder 600 PS Reihenmotor angetrieben. Mit einer Breite von 3,4 und einer Länge von fast 7 Metern nimmt der Schützenpanzer Marder eine Besatzung von 3 Systembedienern sowie 6 weiteren Schützen auf. Zu seinem Hauptwaffensystem Turm gehört die BMK 20 mm, das TMG sowie eine mehrfach-drehende Wurfanlage. Der Schützenpanzer Marder hat eine Tagoptik und ein Wärmebildgerät für den Einsatz in der Nacht. Er kann Erd- sowie Flugziele bis zu 2000 Metern bekämpfen. Gegen Panzerfeind ist der Schützenpanzer Marder mit der Panzerabwehrwaffe Milan ausgestattet, mit der er die Ziele bis 2000 Metern bekämpfen kann. Sehen Sie nun, wie das Panzergrenadierbataillon 12 über die durch die Pioniere geschaffene Übergangsstelle weiter Richtung Norden angreift. Die Kraftfahrer der Schützenpanzer Marder haben die feindlichen Verlegungen schnell erkannt. Die Kommandanten melden diese direkt an das Bataillon. Sehen Sie am Horizont, wie mehrere Schützenpanzer und Schützen jetzt in Stellung gehen. Der nach Norden ausgewichene Feind wird durch BMK niedergehalten, während die Panzergrenadiere in der Sperre die Kampfweise wechseln und die Speersicherung werfen. Unter Überwachung der Schützenpanzer und Sicherung der abgesetzten Schützentrupps öffnet die Kampfmittelabwehrgruppe des Panzerpionierbataillon 1 die Sperre. Die aus 5 Mann bestehende Kampfmittelabwehrgruppe ist ausgestattet mit dem Transportpanzer Fuchs. Dieses Fahrzeug dient zum Transport sowohl der Soldaten als auch allen Materials und der Werkzeuge, welche die Pioniere zum Arbeiten benötigen. In der Version 8.5 ist das Fahrzeug zudem schwimmfähig. Die Pioniertruppe hat den Auftrag, die Kampftruppen in allen Lagen direkt zu unterstützen und sowohl Sperren zu errichten bzw. zu verlegen, als auch Hindernisse zu räumen oder Objekte zu sprengen. Jetzt wird durch 2 Kampfmittelabwehrfeldwebel der Pioniertruppe die verlegene Minensperre erkundet und eine eventuelle Gasse für eigene Kräfte innerhalb der Sperre ausgeschildert. Während die Kampfmittelabwehrfeldwebel die Gasse schaffen, werden Feindkräfte mit Steilfeuer in der Tiefe niedergehalten.
Mann sitzt da hinten. Alles gut. Hat niemand noch. Nachdem die Pioniere die Stelle geöffnet und eine Liniengasse für die Folgekräfte ausgeschildert haben, greifen jetzt die beiden Schützenpanzer weiter in Richtung Norden an. Der nördliche Teil der Gasse nun durch die Grenadiere gesichert. Das Panzerbataillon 203 greift jetzt über die Stellung der Panzergrenadiere Richtung Nordosten an. Die Jäger nehmen ihre Gruppen wieder auf und folgen den Grenadieren im Angriff. Zum Abschluss der Vorführung zeigen wir nochmals alle an der Waffenschau beteiligten Fahrzeuge. Vom Aufklärungsbataillon 7 aus Aalen-Pfennig, vom Panzergrenadierbataillon 212 aus Augustdorf, der Aufklärungs- und Verbindungszug und die Marder, vom Panzerbataillon 203 aus Augustdorf die Leopard, vom Megabataillon 1 aus Schwarzenborn die Boxer und die Diesem und vom Panzerpionierbataillon 1 aus Holzminden der Dachs, Biber und Fuchs.
praktischen Einsatzphasen. Panzerbataillon 203 bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen einen schönen und informativen Tag der Bundeswehr 2017. Dann holt sie seine Brücke noch wieder. Da wird es auf jeden Fall kommen.
Natürlich. Natürlich.